Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf eine Plage biblischen Ausmaßes. Und dabei meine ich nicht etwa, dass nachdem uns die Alten und Schrumpeligen, also jeder über 35, schon Facebook, Twitter und Tinder versaut haben, nun auch immer mehr dieser Kompostis auch auf TikTok sind. Wobei das eigentlich auch ganz cool ist, wenn Oma einen Breakdance dort hinlegt. Aber hier geht es ums Prinzip, dass nur wir jungen Menschen auf TikTok sein dürfen und nicht die alten, schrumpeligen Ü35-Jährigen. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann kann es sein, dass auch deine Tasse hier steht und dafür brauchst du nur einen Kommentar schreiben oder mir eine E-Mail schicken. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es um diese Plage. Seit Monaten nimmt die Plage zu. Gigantische Heuschreckenschwärme fallen über verschiedene Regionen Ostafrikas her, fressen Felder kahl. Äthiopien und Kenia sind besonders betroffen. Somalia hat den Notstand ausgerufen. Die Nahrungsmittelsicherheit von Millionen Menschen sei gefährdet, sagt die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft FAO. Und so ein Schwarm von Wüstenheuschrecken kann eine Größe von bis zu mehreren 100 Quadratkilometern haben, mit Millionen bis zu 1 Milliarde Heuschrecken darin. Nun kann man sich natürlich fragen, wie es zu solch hohen Populationszahlen bei den Wüstenheuschrecken kommen kann. Ich bin sicherlich kein zweiter Heinz Siemann und wenn du den noch kennst, dann bist du wirklich alt. Aber sehr einfach gesagt ist der Klimawandel daran schuld. Mal wieder. Wenn du also darüber nachdenkst, mal wieder fürs Wochenende wohin zu fliegen, dann denke bitte daran, dass das nicht nur die Lufthansa freuen wird, sondern auch die Wüstenheuschrecke. Zu dieser extremen Heuschreckenplage aktuell konnte es kommen, dank dem Wetterphänomen namens Indischer Ozean-Dipol. Also genau dem, was Michael Myers antrieb, eine William Shatner-Maske zu tragen und Cheerleader zu ermorden. Dieses Wetterphänomen sorgt auf der einen Seite des Pazifischen Ozeans in der Region von Australien für extreme Dürren, wenn es auf der anderen Seite, also auf der südlichen arabischen Halbinsel im Jemen, für massiven Regen sorgt und damit seit 2018 auch für beste Brutbedingungen bei den Wüstenheuschrecken. Zudem gab es im Jemen 2019 noch zusätzlich mehrere Zyklonen, also nicht die aus Kampfstein Galactica, sondern aus dem Remake, sodass die Vegetation dank dem mitgebrachten Wasser der Zyklonen massiv wuchs und somit immer mehr Wüstenheuschrecken als Nahrung dienen konnte. Normalerweise gab es in der Region höchstens einen Zyklon pro Jahr. 2019 waren es gleich 8. Und so konnten sich unzählige Wüstenheuschreckenschwärme bilden, denn im Gegensatz zu anderen Heuschrecken, die nur einmal im Jahr Eier legen, kann eine weibliche Wüstenheuschrecke alle 2 Monate bis zu 100 Eier legen. Und diese Schwärme machten sich dann auf. Zum einen in Richtung Pakistan und zum anderen in Richtung Horn von Afrika. Und leider ist das beim Weiten nicht das erste Mal, dass es solch eine Heuschreckenplage in Ostafrika gab, sondern wie bereits hier 1988. Aus heiterem Himmel kommen sie heran und verdunkeln die Sonne. Heuschrecken in Afrika. Millionen von ihnen, ein dichter Schwarm wie dieser hier, 50 Kilometer tief, verdunkelten die Hauptstadt des Sudan, Khartoum. Das Land wird mit dem Problem nicht fertig. Das Warensystem funktioniert nicht gut, finanzielle und technische Hilfsmittel reichen nicht aus. UNO-Experten befürchten, dass die Heuschreckenplage in den kommenden 10 Jahren nicht unter Kontrolle zu bringen sein wird. Vor allem fehlen Schädlingsbekämpfungsmittel und Sprühflugzeuge. Und ein großes Problem ist auch wieder einmal, dass sich die Schwärme nicht nur auf die Staaten zubewegten, wie dem Sudan, Mauretanien oder Algerien, die bereits zuvor schon viele Heuschreckenplagen hatten, sondern die Schwärme bewegten sich auch auf Länder zu, wie Kenia, wo es seit 70 Jahren keine Heuschreckenplage mehr gegeben hatte. Und dementsprechend Kenia nicht einmal ansatzweise vorbereitet war, als die Heuschreckenschwärme in das Land einfielen und es regelrecht überrollten. Denn gerade in Kenia bedeutete dies, dass die Menschen teilweise noch nie zuvor in ihrem Leben eine einzelne Heuschrecke gesehen hatten und jetzt auf einmal gleich Schwärme mit Hunderten Millionen davon. Deswegen sind die Menschen mit dieser Plage umso mehr überfordert. Nur leider haben die Wüstenheuschrecken keine wirklichen natürlichen Feinde mehr. Klar, es gibt die sogenannte Dymerilfransen-Fingereidechse,
Aber selbst die hat bei Hunderten von Millionen Wüstenheuschrecken schon lange aufgegeben und versucht nun lieber vegan zu leben. Diese Hipster-Echse. Selbst der Mensch ist noch nicht einmal den Wüstenheuschrecken gewachsen. Denn die einzige Chance besteht nur darin, junge Wüstenheuschrecken mit Pestiziden zu töten, solange diese noch nicht fliegen können. Was bei Hunderten Millionen von Wüstenheuschrecken schier unmöglich ist, wie sich in Kenia zeigt. Doch was können die paar Einsatzteams mit ihren Pickups und Insektiziden schon ausrichten? Die Samburu-Hirten sind zwar froh, dass sie da sind, aber auch skeptisch. Wir appellieren an die Regierung, Flugzeuge einzusetzen, die aus der Luft sprühen könnten und mehr Teams in den Norden Kenias zu schicken. Es gibt hier mittlerweile 43 Schwärme und wir brauchten 43 Teams, aber es gibt nur eins. Ja, ein Team in Kenia bekämpft 43 Schwärme. Und jeder Schwarm besteht aus bis zu 100 Millionen Wüstenheuschrecken. Dabei hat Kenia sogar den großen Vorteil, ein stabiler Staat zu sein, der dadurch überhaupt nur imstande ist, die Heuschreckenschwärme zu bekämpfen. Ganz anders sieht es in Äthiopien, Somalia, dem Sudan, Uganda und Tansania aus. Ganz zu schweigen vom Jemen. Denn das sind Staaten, in denen Terrormilizen operieren und die Menschen so schon kaum wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, auch ohne Heuschreckenplage. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz FAO, warnen schon seit langem, dass die Nahrungssicherheit von mindestens 25 Millionen Menschen in Ostafrika und dem Jemen mehr als akut bedroht ist. Auch hier wieder dank dem Klimawandel. Denn in den vergangenen Jahren gab es schwere Dürren, die die Ernten der Bauern teilweise verringert oder sogar zerstört haben. Somit hatten die Menschen schon vor der Heuschreckenplage kaum etwas zum Überleben gehabt. Und wenn all das nicht schon schlimm genug wäre, gibt es noch ein weiteres Problem, das Afrika auch hat, so wie der Rest der Welt. Und das hat die Dinge noch schlimmer gemacht. Immer neue Regenfälle helfen den Heuschrecken bei der Vermehrung. In wenigen Wochen könnten es schon 20 Mal mehr sein. Und der Kampf gegen das Coronavirus behindert den Kampf gegen die Heuschrecke. Vor allem die Pestizide bekommen wir aus dem Ausland. Und weil die Regierung alle Transportbewegungen unterbrochen hat, geht eben alles langsam. Dieses Scheißvirus killt nicht nur Menschen direkt, sondern es verhindert auch, dass Hilfsmittel in die Regionen kommen. Wenn Covid-19 so weitermacht, muss der neue James Bond entweder komplett nachgedreht werden oder Rami Maleks Kopf muss digital zu einem Covid-19-Virus verändert werden. Zudem ist auch der Einsatz von Pestiziden ein Problem. Im Idealfall tötet es die heranwachsenden Heuschrecken, was erst einmal gut wäre. Dabei töten die Pestizide aber auch gleich alle anderen Insekten mit. Oder den Menschen. Denn auch wenn durch den massiven Einsatz von Pestiziden die Ernte gerettet wurde, klebt an der restlichen Ernte nur noch das Pestizid. Oder an den Wüstenheuschrecken, die es überlebt haben und mit denen Menschen nun in Kontakt kommen. Denn wenn Menschen nichts mehr zu essen haben, dann essen sie auch die Heuschrecken, die aber voll sind mit Pestiziden. Zu wenig, um die Heuschrecken zu töten, aber ausreichend, um den Menschen krank zu machen. Und neben der fehlenden Man- und Women-Power und den wenigen zur Verfügung stehenden Pestiziden fehlt vor allem aber auch eins, nämlich das Geld. Die Regierungen tun, was sie können, aber es muss dringend mehr geschehen. Darum bemühen sich jetzt die FAO und ihre Partner, damit mehr passiert. Fast 70 Millionen Euro haben die UN für die Bekämpfung der Plage veranschlagt. Ein Viertel der Mittel ist erst zusammengekommen. Ob es überhaupt gelingen kann, die Schwärme in den nächsten Monaten unter Kontrolle zu bringen, ist völlig offen. Ja, die UN hat 70 Millionen zugesagt und davon fehlt auch nur der kleine läppische Anteil von 3/4. Also fassen wir einmal zusammen. Wir haben als EU vor ein paar Monaten ein 1,8 Billionen Euro Paket geschnürt gegen die Auswirkungen von Covid-19 hier bei uns in Europa. Das ist eine 1,8 mit einer Billion verdammter Nullen dahinter. Aber als UN, als Vereinte Nation, schaffen wir es nicht einmal vereint, 70 Millionen zusammenzukratzen, um gegen diese Heuschreckenplage etwas ausrichten zu können, wo das regelrecht nur Peanuts für uns wären. Und es geht dabei noch nicht einmal darum, den Menschen in Äthiopien, Somalia, dem Sudan, Uganda, Tansania, Kenia und im Jemen das Geld zu schenken. Dabei geht es nur darum, den Menschen vor Ort zu helfen, diese Katastrophe überhaupt zu überleben. Und
Sind wir mal ehrlich, die Sache mit dem Klimawandel hat bestimmt kein Bauer im Sudan verursacht, der nur in seinem Dorf bisher lebte und noch nicht einmal Strom in seiner Hütte hat. Das waren doch eher wir, der reiche Westen. Gerade deshalb sollten oder müssen wir als Gemeinschaft, ob als UN oder EU, helfen, diese Katastrophe zu überstehen und vorzusorgen, damit diese Länder bei der nächsten Heuschreckenplage, die definitiv kommen wird, besser vorbereitet zu sein. Und dass diese Länder nicht wie heute sogar auf Pestizidspenden von Bayer angewiesen sind. Wobei Bayer das definitiv nicht aus philanthropischen Gründen macht. Bestimmt wollen die nur ihre Reste vom Glyphosat schnell loswerden, bevor sie deswegen wieder verklagt werden. Und genau aus diesem Grund gibt es jetzt kein Video, um noch einen letzten Gag in der Show zu zünden, sondern nur ein kurzes Video von Esther Muthengi und ihrem verzweifelten Kampf gegen die tausenden Wüstenheuschrecken auf ihrem Feld. Seit Tagen seien die Wüstenheuschrecken in dieser Gegend, erzählt uns Bäuerin Esther Muthengi. Wie die anderen Farmer versucht sie, die Insekten aufzuscheuchen irgendwie, aber allein dieser Schwarm besteht aus Millionen Exemplaren. Wenn das so weitergeht, dann zerstören sie alles und wir haben nichts mehr zu essen. Und das ist mehr als schrecklich. Wenn die UN die 70 Millionen nicht zusammenkriegt und wir Kenia und die anderen Staaten nicht massiv unterstützen, dann ziehen diese Wüstenheuschrecken weiter gen Westafrika und bringen noch mehr Zerstörung. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Late News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.